Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, vielleicht könnt ihr euch letztens noch an die Liste erinnern, die Strider und dein Nachbar zusammen erstellt haben und ja, wo ich euch präsentiert habe, ja, die stärksten 100 Spieler. Ja, und nach dieser Liste gibt es noch ein paar Unterteilungen. Also man kann sehr, sehr viel krasse Sachen mit dieser Liste machen und ja, es wurden wohl weit mehr als 600 Spieler erhoben. Ich habe keine Ahnung, wie viel es waren. Ich habe eine Liste bekommen, da waren irgendwie um die 20.000 Spieler oder so drin. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt waren, aber es waren ja, alle Server wurden ja dabei unter die Lupe genommen. Alle 200 noch was Server irgendwie wurden da angezeigt und wurden von so vielen Daten erhoben, ist unglaublich. Ja, und genau, dort kann man auch Unterteilungen machen, wie wer wo am besten ist. Ne? Wer hat das beste Hauptattribut, wer hat davon am meisten, wer hat am meisten Stärke, wer hat am meisten, keine Ahnung, Ausdauer geskillt oder so. Ne? Und ja, da gibt es auch eine Kategorie, welcher Spieler weltweit hat am meisten Glück geskillt. Ja, einfach Glück geskillt, ja. Einfach Glück als Hauptattribut quasi fast nehmen. Und ja, den möchte ich euch zeigen. Hier ist noch eine Liste, die mir halt, wie gesagt, noch dein Nachbar zukommen lassen hat, mit den Spielern, die am meisten Basisglück geskillt haben. Wenn ich das schon sehe, Alter. Oh, das tut weh. Das tut so weh. Oh. Stellt euch das mal vor. Der Skyline hat auf dem deutschen Server 5 mit Stufe 616 37.400 Mal auf den Glücksbutton geklickt, weil er das als Basispunkte drin hat. Auch die anderen hier so viel Glück alle geskillt, ne? Ey, diese verschwendeten Skillpunkte, ne? Es tut so weh. Wir gehen gleich mal auf den Server und ja, ich habe hier ja Glück, habe ich jetzt 2800 Mal geskillt. Braucht man gar nicht so oft machen, weil später durch die Epics oder dann noch später durch die legendären Gegenstände bekommt man halt so viel Glück halt noch obendrauf, weil man halt diese Dreier-Stat-Items hat hier und da wird man so mit Glück zugeschissen, dass man gar nicht so viel Glück selber skillen braucht. Im Anfangsbereich kann man hier und da mal ein bisschen was rein skillen, aber mehr als 2000 würde ich nachher schon gar nicht mehr irgendwie skillen. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie viel ich auf meinem Battle Mage an Glück. Ja, hier habe ich gerade mal 1000 Basispunkte in Glück reingeskillt und ja, habe hier trotzdem noch die 50%. So, ne, ob ich die 50% auch gegen manche Dungeon-Gegner habe, die vom Level her weit über mir sind, ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie da die Berechnung ist, aber ansonsten 50% hast du auf jeden Fall. So, ne, also ich sag mal, viel mehr als 2000 braucht man da jetzt auch wirklich nicht reinballern, so, ne. Und jetzt gehen wir mal auf S5. Hier habe ich schon Char vorbereitet und habe auch schon den Skyline hier einmal gesucht gehabt. Und jetzt gehen wir mal auf ihn drauf und also es ist nichts für schwache Nerven, wenn ihr wirklich irgendwie, ja, weiß ich nicht, heute noch ruhig schlafen wollt, dann guckt euch das bitte nicht an. Ich hoffe mal, der Skyline, der sieht das hier nicht. Oder du wurdest schon mal darauf aufmerksam gemacht, vielleicht, was du da eigentlich getan hast. Wir gehen mal drauf. Boom. Ja, 75.081 Glück hat er und er hat hier 38.100 Mal Glück geskillt. Das tut weh, oder? Skyline ist der höchste Glücksspieler, den es in Shakes and Fidget gibt. Ich muss mal gucken. Wir merken uns mal 38.100. Ich schaue mal jetzt auf mein Free-to-Play. Wie viel hat Terra hier jetzt mittlerweile schon? Ein Ausdauer... Alter, Terra hat halb so viel Basis-Skill-Punkte in Ausdauer, wie ja, der Skyline in Glück geskillt hat, Junge. Alter. Skyline. Also das ist wirklich, ja. Ja, er hat hier, Bruder, er hat 48.000 hier drin und 47.000. Digga, er hat fast eine
Oh nein. Also bitte macht das nicht nach. Das sind so verschwendete Skillpunkte und trotzdem ist er hier auf Platz 18. Der hat trotzdem so einen heftigen Account. Ach, hier ist Scythe auf dem Server. Nice, Grüße gehen raus. Er ist ja Stufe 617, fast 18, ne? Das ist so ein heftiger Account eigentlich. Hätte er nicht das gemacht. Hier hatte irgendwas in seiner Beschreibung zu stehen vielleicht. Okay, gut. Das tut mir leid. Ich wollte dich jetzt nicht angreifen hier. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, falls du das sehen solltest. Aber ja, also als ich das gesehen habe, so, da habe ich mir gedacht, so holy shit. Und nach seiner Beschreibung zu beurteilen, denke ich mal, wurde er nicht das erste Mal darauf aufmerksam gemacht, was da los ist. Aber ich fand es interessant auf jeden Fall mal, euch das Ganze zu zeigen und gleichzeitig das auch als abschreckendes Beispiel zu nehmen. Ich meine, was heißt abschreckendes Beispiel so, ne? Er hat einen krassen Account auf dem Server, ne? Ich meine, er ist hier Platz 18, ne? Auf Server 5, das muss man erstmal schaffen, ne? Das ist heftig, das ist krass. So, Stufe 617, da brauche ich noch Ewigkeiten, bis ich da hinkomme, so, ne? Also heftig, also Respekt an der Stelle, ne? Wirklich, ohne Scheiß. Aber vor allen Dingen als Magier, erstmal hier eine 50-50 Skillung zu haben, ist schon nicht gerade klug, sag ich mal. Als Magier willst du immer ein bisschen mehr Schaden machen. 50-50 ist auf Krieger ratsam, aber nicht auf Magier. Ja, und dann halt noch das hier, ne? Das ist unglaublich. Ja, guti. So viel dazu, ne? Wollte ich euch nur mal zeigen. Was ich euch noch zeigen wollte, ist in der internationalen Ehrenhalle mein Fight. Ich bin auf Platz 76 jetzt gerade. Das ist doch nice, oder? Das ist cool. Ist natürlich komplett random, glücksmäßig. Wer krittet mehr rein? So, das ist komplett random einfach. Hat wenig Aussagekraft. Wir gucken uns den Fight aber trotzdem mal an. Ja. Und gegen Nahok wieder hier, Stufe 615. Gegen den kämpfen wir ganz oft hier mit S31 momentan gerade. Ja, weil wir halt hier auch so nah aneinander sind. Gestern hat, glaube ich, Sir Webster gegen Nahok gekämpft, heute bin ich es. Und ja, eigentlich müsste er noch gewinnen, weil er halt ja vom Hauptattribut deutlich mehr hat als ich. Ich habe ein bisschen mehr Ausdauer, aber das macht in dem Fall jetzt tatsächlich relativ wenig aus, wenn er halt einmal mehr krittet. Das ist halt Magier gegen Magier, das ist 50-50 nach wie vor, ja, mehr oder weniger, und ist jetzt wirklich nicht so aussagekräftig, wenn ich mal einen Tag mal gewinne. Aber ich verfolge das immer sehr aufmerksam, das Ganze hier. Und versuche natürlich auch dementsprechend in der Rangliste ein bisschen immer höher zu klettern, so. Ja, und so gut es halt geht. Deswegen gucke ich da jeden Tag mal immer rein. Ich habe übrigens auch schon viele Items zerlegt, wie ihr sehen könnt. Ich nutze meinen Platz wieder für einen Hexenkessel, dass ich mir Items aufbewahre, um den Hexenkessel zu schmeißen. Sind zwar nur dann 2,5, macht einen halben Skillpunkt, wenn ich dann den da reinwerfe, habe ich 5 Millionen. Ne, ist ein halber Skillpunkt, aber läppert sich mit der Zeit. Ne, das ist schon gut. Ich habe noch ein paar Waffen hier auf Lager. Bin jetzt mittlerweile bei fast 2 Millionen Kristallen. Da spare ich noch fleißig weiter. Das sollte man auch machen. Ne? Und dann will ich ja dann in 10 Leveln nachher... Oh, habe ich da irgendwas... Ach nee, Waffen habe ich rausbekommen. Dann will ich nachher in 10 Leveln mich nachher dann komplett neu ausrüsten. Komplett nochmal neu verzaubern. Alles auf 14 will ich dann bringen. Und den Rest zerlege ich dann. Oder mache Steingewinnung. Und ja, das ist auf jeden Fall so mein Plan. Aber den kennt ihr ja auch schon mittlerweile. Genau, Goldgrube baut auch weiter fleißig aus. Ne? 96 ist sie jetzt momentan. Da haben wir auch bald das Zenit erreicht und da bin ich auch dann ziemlich happy drüber, dass das dann auch bald fertig ist und ja, das Ding hier dann soweit auf der maximalen Stufe laufen kann, damit ich dann da auch das Maximale dementsprechend raushole. Das nächste ist dann hier die Edelsteinmine, dass die dann auf 100 kommt und mit Edelsteinmine Stufe 100 kann ich dann endlich richtig coole neue Steine finden,
die mich dann im Leben weiterbringen. Ja, dass ich da dann vielleicht auch bald mal die 2000er Steine hitte oder so. Das wäre ganz cool. Und ja, dann sind wir da dann dementsprechend auch wieder ein bisschen weiter vorne. Judy, das ist auf jeden Fall so mein Status-Update hier auf S31 und ja, den lustigen Fall, den ich euch mal zeigen wollte. Ne? Machen wir mal Kampf noch gegen Sir Raptor hier zum Abschluss. Das ist auch immer 50-50, ist komplett balanced. Mal ist er halt, wie gesagt, in der E-Hoff, mal ich. Ja, jetzt habe ich wieder gewonnen, so, ne? Und ja, gegen Teufel ist genau das gleiche Spiel. Also zwischen uns dreien hier immer noch ziemlich, ja, ausgeglichen. Der Psycho, der könnte auch ein bisschen mehr machen, der hat krassere Skills als wir. Aber ich glaube, der ist da in diesem Battle nicht so irgendwie involviert oder, keine Ahnung, macht das nicht so krass, wie wir das machen hier. Jetzt bin ich auf Platz 1? Ja, jetzt bin ich auf Platz 1. Okay, gut. Ja, schöner Abschluss zur Folge. Ne? Mal hier jetzt bin ich auf Platz 2, alles klar. Ja, also das kommt, glaube ich, auch noch nicht ganz hinterher hier irgendwie. Genau, aber das war's soweit. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr zu, ja, dem glücklichen Glücksspieler sagt und wow, fand ich auf jeden Fall recht amüsant, muss ich mal so sagen. Habe ich so auch in der Form noch nie gesehen gehabt. Alles klar. Das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung, Kommentare zu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.